Für den letzten genommen. Das spielt keine Rolle, weil da ein niedriger Cashpreis war. Also ich nehme eigentlich immer 50%. Und da der Cashpreis jetzt beim Minimum 240 liegt, weil sie aber nochmal gestiegen ist, wären das 12 Mio jetzt. Diesen kurzen Clip, den ihr gerade gesehen habt als Intro, das war ein Clip aus meinem letztjährigen täglichen Flive Universe FEC 2025 Streams vom 8. Juli 2025. Also fast deckungsgleich mit dem, was wir jetzt haben. Also effektiv war jetzt gerade für mich der 9. Ich habe gerade so ein bisschen geguckt, wo wird ein bisschen über Cashpreis geredet. Und da ging es quasi um den Verkauf von seriengebundenen Weapon-Bonus-Scrolls und einem Cash-Kurs von mindestens 240. Ja, gut, da kann man natürlich immer ein bisschen drüber streiten, was jetzt der wirklich Cash-Kurs ist. Manche nehmen den Kurs von den Resellern, manche nehmen den Kurs, zu dem man die günstigsten Items findet. Jacke wie Hose, es ist plus minus plus 10%, sowas in dem Dreh. Lange Rede, kurzer Sinn, der Cash-Kurs war auf jeden Fall vor genau einem Jahr, selbe Situation, FEC, fast 70% niedriger als jetzt. Also, weil ich schon ein paar Leute gesehen habe, die sich gefragt haben, ja, war das denn wirklich so viel oder ist das denn jetzt wirklich so viel schlimmer oder was weiß ich was? Ja, also es ist wirklich bombastisch. Denn seit meinem letzten Video, in dem ich über den Cashkurs geredet habe, sind jetzt nochmal 1,5 Tage vergangen und der Cashkurs ist einfach, sage und schreibe, nochmal um saftige 10-20% gestiegen. Also die Reseller verkaufen jetzt schon für 740 und die günstigsten F-Coins, ja, die findest du so wahrscheinlich für knapp über 700. Vorhin hat einer welche für 700 verkauft. Da weiß man aber auch immer nicht, verkauft er wirklich F-Coins, weil wenn du ihn dann anschreibst, antwortet er dir nicht. Weißt du dann auch immer nicht, okay, ist das jetzt ein Fake-Shout oder weißt du nicht, ist das wieder Marktmanipulation, man weiß es nicht. Aber man kann auf jeden Fall sicher sagen, wir sind auf über 700 Mio angekommen und wie gesagt, bei den Resellern, da findest du eigentlich die Sachen schon wieder nur noch für 730, 40. Ja, wenn du Glück hast, ein bisschen günstiger. Bei so hohen Beträgen allerdings dann doch nicht mehr plus minus 10%, weil jetzt wäre plus 10%, wären wir schon bei 800 und bei minus 10% wären wir bei 650. Also es ist höchstwahrscheinlich eher so jetzt so plus minus, keine Ahnung, 3% vielleicht oder so. Auf jeden Fall ist es wirklich pervers und mehr wollte ich euch auch gar nicht zeigen. Also wollte ich einfach nur den Unterschied nochmal zeigen, weil ich wollte es selber die ganze Zeit nachschauen und ja, keine Ahnung, also bisher war es halt so, naja, okay, es ist schlimmer, das weiß jeder. Aber naja, ich meine, es ist halt ein neues Update, es kommt noch mehr Penya ins Spiel, noch mehr Leute spielen, pipapo, was auch immer es alles für Gründe gibt dafür. Gibt manche, die kann man plausibel erklären, gibt andere, die sind wie so Marktmanipulation zum Beispiel. Ein bisschen schwieriger zu erklären, oder was heißt zu erklären, sondern ja, auch, keine Ahnung, nachzuweisen, wie auch immer man es nennen möchte. Aber jetzt sind wir halt an dem Punkt angekommen, jetzt ist es nicht einfach nur mehr, sondern es ist ein Vielfaches von dem. Und ich bin jetzt halt selber schon ins Zweifeln gekommen, weil ich mir auch so dachte, es kann doch eigentlich nicht sein, dass das letztes Jahr wirklich so viel besser war oder so anders war. Und deswegen musste ich jetzt einfach nachgucken, nachdem jetzt die Preise wieder über Nacht explodiert sind. Und ja, es war tatsächlich so. Letztes Jahr zu dem gleichen Zeitpunkt circa 70% weniger. Und das ist schon wirklich pervers. Kann man nicht anders sagen. Und ja, was kann man dagegen tun? Ehrlich gesagt leider nicht viel. Wir sind jetzt halt wieder auf jeden Fall in der Situation wie ganz am Anfang vom FEC. Wenn ihr viel Geld habt, dann geht damit auf keinen Fall offline. Das ist so ungefähr der schlimmste Fehler, den du jetzt aktuell machen kannst. Genau wie am Anfang vom FEC, wo du nicht weißt, wo der Cashkurs das nächste Mal, wenn du online kommst, stehen wird. Und jetzt ist genau das Gleiche. Du hast keine Ahnung, ob morgen die Preise 7,20, 7,30, 7,50 oder 8,90 sind. Das kannst du nicht wissen. Also du als Einzelperson kannst das nicht wissen. Und wenn du, wie ich zum Beispiel auch, also ich gehe offline und dann bin ich halt wirklich so 18 bis 20 Stunden offline. Und in diesen 18 bis 20 Stunden, ich habe keine Ahnung, was in diesen 18 bis 20 Stunden passiert. Und wenn ich dann zum Beispiel 1 Milliarde Penya habe oder so,
naja, dann würde ich wahrscheinlich, also würde ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das dann noch eine Milliarde Penya ist, wenn ich am nächsten Tag online komme. Was halt ein bisschen nervig ist bei so hohen Beträgen, also wirklich gottlos, die Beträge sind gottlos, über die wir hier reden. Das Problem dabei ist halt, du findest halt kaum Items, die du auch wirklich kaufen möchtest. Also es ist so teuer, da kannst du dir halt zum Teil wahrscheinlich gerade mal so ein Product kaufen. Kannst du gerade so ein S-Product leisten oder vielleicht ein G-Product oder ein A-Product. Und mehr kannst du aber gar nicht kaufen. Und ich meine, ja, viele Leute wollen jetzt halt nicht unbedingt Products. Also wenn du auf was Größeres sparst oder du sparst auf eine bestimmte Sache oder so, ist natürlich total nervig, dann sein Geld für irgendwas auszugeben, was man eigentlich gar nicht kaufen will. Aber das ist eigentlich die einzige halbwegs sichere Methode, wie man sich davor so ein bisschen schützen kann. Du kannst es nicht verhindern, du kannst es nicht verändern, aber du kannst zumindest dafür sorgen, dass das Penya, was du angespart hast, erstmal nicht wirklich an Wert verliert. Auch das ist natürlich nicht hundertprozentig sicher, weil, ja, Angebot und Nachfrage, also es könnte natürlich sein, dass das Item, was du gekauft hast, dass es davon gerade einfach zu viel oder auch zu wenig gibt. Das kann man natürlich auch wieder nicht wissen. Aber in der Regel ist es schon so, dass das, ja, normalerweise jetzt auch kein so also im Vergleich zur normalen Inflation ist das definitiv kein großes Risiko. Oder ein überschaubares Risiko, sagen wir es so. Aber ja, wollte ich nur nochmal, wie gesagt, hier darbringen. Und ich werde es natürlich im Auge behalten. Wenn jetzt die Preise noch weiter klettern und so, könnte man gucken, wo war denn letztes Jahr so der Punkt, wo die Preise dann immer höher geworden sind, auch wieder täglich quasi. Aber ehrlich gesagt war dieser Punkt letztes Jahr, glaube ich, erst so ab Ende August, September. Also ich glaube, wenn du jetzt Tag für Tag den Juli vergleichst, 2026 mit dem Juli 2025, ich glaube, da wird sich kaum was getan haben letztes Jahr. Wenig. Also vielleicht sind wir da auf 300 Mio Ende Juli vielleicht gestiegen. Wie gesagt, habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Das kommt dann noch, wenn es jetzt hier weiter so explodiert. Aber es war auf keinen Fall so schlimm und ja, es ist wirklich unschön zurzeit. Also es haben jetzt auch einige Leute, sind gerade am Überlegen, leider muss man sagen, ob sie überhaupt noch weiterspielen wollen und sollen. Und ja, man kann hier nur noch mal an Gala appellieren, dass es ihnen vielleicht egal sein kann, weil es spielt ja keine Rolle, wie viel F-Coins in-game wert sind oder was die In-game-Wirtschaft macht. Das bestimmt Gala nicht. Sie kontrollieren es nicht und sie verändern es auch nicht. Und das ist größtenteils ja auch gut so, dass sie das so uns überlassen, den Spielern überlassen. Aber das hast du halt wirklich noch nie gesehen. Das hat man in den letzten 3 Jahren FEC nicht ein einziges Mal erlebt, dass es so ätzend ist. Und ich denke, dass wir erreichen halt jetzt den Punkt, oder wir sind kurz davor, diesen Punkt zu erreichen, wo jetzt Gala eigentlich dann nicht mehr sagen kann, ja, ist mir egal. Weil wenn jetzt wirklich anfangen, wenn Leute jetzt anfangen, aufzuhören zu spielen, weil sie den Sinn nicht mehr sehen, weil einfach alles, was du tust, quasi, du erwirtschaftest so wenig Geld, es bringt einfach nichts. Du kannst dir nichts mehr leisten. Dann wird es halt zwangsläufig dafür sorgen, dass weniger Leute spielen. Und wenn weniger Leute spielen, dann wird definitiv auch weniger gecached und dann interessiert Scala halt schon wieder. Deswegen hier wirklich der Appell oder die Bitte darum, vielleicht das Update vorzuziehen, also zumindest den Teil mit dem Server-Buffs und mit dem Penya-Sync. Ich glaube zwar ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt wirklich noch was bringen würde, dafür ist es wahrscheinlich zu spät. Aber ja, vielleicht irgendwas tun, irgendein Penya-Sync einführen, irgendwas, dass die ganze Sache zumindest etwas mildert und zumindest dafür sorgt, dass es nicht immer noch endlos weitergeht. Ja, und was genau man da tun kann, keine Ahnung. Ich habe die Daten von Gala nicht, ich weiß nicht, wie viel Penya ist im Umlauf. Ich weiß ja selber gar nicht, was genau sind jetzt die Kernprobleme. Ich meine, das kann eigentlich wirklich nur ein Developer nachgucken, indem er eben, wie gesagt, schaut, wie viel Penya existiert, wie viele F-Coins werden vielleicht sogar aufgeladen. Also wo sind die Problemstellen, wo kann man ansetzen, wo kann man tatsächlich was dagegen tun. Und ja, das ist, wie gesagt, das kann ich nicht nachvollziehen und das ist auch nicht meine Aufgabe. Also das ist jetzt Galas Aufgabe, weil, wie gesagt, so schlimm war es noch nie. Und ja, wenn jetzt Leute halt aufzuhören zu spielen, deswegen, dann ist es auf jeden Fall ein absolutes letztes Warnzeichen. Jetzt kannst du vielleicht noch was tun, aber wenn die Leute dann weg sind, dann kommt es wahrscheinlich sowieso zu spät. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, hoffen wir mal, dass irgendwas Gutes passiert und wir sehen uns dann im nächsten Fly Universe Video wieder oder auch im Livestream. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, macht's gut rein. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.